Ja, alle sind schon ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, problematisch, aber alle schon sehr gute Jungs. Echt, also Kindergarten, Kinder mit zu groß. Nee, alles cool, sind so, ja. Gehört halt irgendwie dazu, gell, dass man eine Waffe zeigt. Das ist Teil davon. Kokaina. Ja. Es gibt natürlich auch eine bosnische Version von Kokaina von Miami Yassin. Und das hat ein bosnischer Rapper gemacht. Logisch. Cypher heißt er. Ist halt so ein bisschen Gangster-Rap, bisschen kommerzieller Rap so. Und hat halt eine Crew. Und die ticken alle so ein bisschen Drogen, die fahren alle so ein bisschen schnelle Autos, die wohnen zum Teil noch bei der Mama so. Wir machen halt auf harte Jungs. Wo sind wir hier? Dramalos. Dobrinja. Dobrinja? Ja. Das ist ein Stadtteil aus Sarajevo, Dobrinja. Schon eines der gefährlichsten Viertel in Sarajevo. Wie viel struggelt man hier im Viertel? Ist es viel Struggle, ist es viel Kampf so? Kod nas je takvo stanje da još uvijek ne može se živjeti samo od muzike, tako da svi pored imamo neke poslove privatno ili šta ja znam, snalazimo se na sve načine da stvorimo periodu kad radimo, da na tome je da samo od muzike možemo zarađivati, raditi, ulagati dalje u muziku i da nam to bude osnovni posao i hobi i ljubav i sve. Er hat bei sich im Keller unten so einen kleinen Billardclub und ich glaube, das heißt privates Business. Wenn er mitbekommt, dass ich sage, dass das ist, was ich unter Street Hustle verstehe, unter seinem Hustle, dann ist er, glaube ich, nicht mehr so gut auf mich zu sprechen. Wie viele von deinen Jungs hatten schon Trouble mit Polizei oder so Zeug? Ja, schon fast alle. Er war schon lange im Gefängnis. 2-3 Mal. Er war Anführer von Fußballclub, Željezničar. Ja, alle sind schon ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, problematisch, aber alle schon sehr gute Jungs. Echt, also Kindergarten, Kinder mit zu groß. Nee, alles cool, sind so, ja. Gehört halt irgendwie dazu, gell, dass man eine Waffe zeigt. Das ist Teil davon. Aber ich glaube immer, es ist ganz gut, sich mit denen gut zu stellen, weißt du, als sie auf einem schlechten Fuß zu erwischen. Du bist hart, männlich, heterosexuell und das muss auch so sein. Und alles andere finden die aber auch nicht gut. Also das ist klar. Was muss man machen, um in Bosnien als Rapper erfolgreich zu sein? Pa prvenstveno mora sve radom da se zasluži ta publika i nastup i sve ostalo. Naša osnova, mi smo počeli na ulici s gangsta rapom i uvijek će nam to biti osnova. S tim što sad moramo ići malo pratiti trendove kako bi došli do toga, ali kako mi kažemo, mogu nisko pasti, ali nikad ispod časti. Ili recimo... Ich glaube, über 10 Millionen hatten da manche Videos von ihm. Also man kennt ihn schon in Bosnien und außerhalb auch. Aber groß zu sein oder bekannt zu sein, heißt halt nicht reich zu sein. Und deswegen tankt er, glaube ich, auch immer nur einen Zehner oder so in sein Auto. Weil YouTube-Klicks machen dir halt jetzt auch nicht die Zähne golden und den Tank voll. Es gibt in ganz vielen Ecken in Sarajevo gibt's keine Ecke, wo du irgendwie Fußball spielen kannst. Oder mal eine Basketball in die Hand nehmen kannst. Streetworker gibt es nicht. Wenn du irgendwie auf die schiefe Bahn gerätst, es gibt niemanden, der sich um dich kümmert. Du bist auf dich alleine gestellt und teilweise gibt es halt Umgebungen, in denen man dann relativ schnell auf die schiefe Bahn gelangt.
Znači, da nisam trenirao, da se bijem, da se tučem. Das ist ganz witzig, weil Munja ist ein bisschen kleiner als ich. Und wenn wir so gehen und er mich so anstößt, dann ist es wie wenn mich ein Zug umfährt. Also ein Bus, weißt du, wie wenn mich ein Bus umfährt. Und er kennt euch alle noch aus der Schule. Was bereust du am meisten in deinem Leben? Uvijek sam se kajao kad bi došlo do problema nekog. Te sam morao nekog da udarim i kad bi imao teže povrede neke, na primjer završio u bolnicu ili mu slomim vilicu ili nešto, uvijek sam se kajao u tome. Znači uvijek. Ali to je taj moment kad čovjek ne more da izbjegne to. Es ranken sich sehr viele Mythen um diesen Mann, die erzählt werden von Jungs, die es überhaupt nicht miterlebt haben können, weil der tatsächlich so eine Verkörperung ist von Vorbild, so dieser Held mit zwei Charakteren, weil er da geblieben ist in dieser Stadt, in Sarajevo und in Bosnien, und weil er halt diese Rolle eines Sozialarbeiters übernimmt. Also keiner weiß, was Munja in seinem früheren Leben wirklich gemacht hat. Es gibt eben diese Vermutungen, dass er quasi vor dem Krieg schon so ein bisschen kriminell war. Dann war er in Deutschland Türsteher, in Frankfurt. Da streichelst du keine Kätzchen, sondern da bist du schon eher rougher unterwegs. Er war auch im Knast. Und das meine ich mit dieser Legendenbildung. Ja? If you weren't into sports, do you think there would have been a possibility, a chance that you would have ended up where these kids were? Yes, of course. I had like a lot of my friends like who didn't get in sports and they are now on the street hustling and selling drugs. That was like close friends to me, but I chose this way, they chose that way, and we can't like be friends anymore. Who can help the kids? The government is like the main problem here, and the only people who can help kids is yesterday was Munja. I will be today, and tomorrow maybe will be my son who will help them. Vorbilder gibt es nicht allzu viele. Und selbst wenn ich jetzt an Sport denke, Edin Dzeko zum Beispiel, Ibrahimovic und so weiter, sind alle im Ausland zu Stars geworden. Das sendet ja auch volles Zeichen. Also das Besondere an diesen Leuten ist ja, dass die wollen in Bosnien bleiben. Die haben Bock auf dieses Land und ich weiß gar nicht, ob die mal auf die Idee gekommen sind, überhaupt abzuhauen. Und das ist schon mal etwas Besonderes in einem Land, wo sich eigentlich fast jeder so ab 15 Jahren Gedanken macht, ob er da bleiben kann oder ob er abhauen will. Für wen bist du ein Vorbild? Pa najviše ovu muziku prati omladina, što ja znam od nekih 15 do 25 godina. Gledamo da pošaljemo što bolju poruku baš radi te omladine koja sluša, da sami za sebe možemo reći da mi smo uzori, njima i to je to. Jer možemo svašta postići tom muzikom. Would you say if it wasn't for Munja, you wouldn't sit here? Yes, that is true. That is really the truth. At the end, he realized that him too, that the only thing is sport who will like bring him good stuff. Dann gehst du wieder zu Max. Alle wollen immer, dass es gut ausgeht in Bosnien. So. Und ich glaube, es muss nicht schwarz-weiß sein, sondern es kann so grau bleiben wie bei Munja. Das finde ich eigentlich irgendwie spannender als dieses Schwarz-Weiß.